spreche bisher noch nicht sehr viel über die lemurische Zivilisation, weil ich in einer gewissen Art und Weise erstmal Vorbereitungsarbeit machen muss, um mehr Verständnis dafür zu erschaffen, was ist wirklich Lemurien gewesen. Lemurien und also die Atlanter haben zur gleichen Zeit existiert auf diesem Planeten, und zwar vor der Flut. Lemurien waren Lyrer. Lyrer-Leute sind Leute wie du und wie ich. Lyrische Spezies gibt es außerhalb der Erde, außerhalb der Galaxie. Und zwar zuhauf. Wenn man einen Plejaden trifft oder Yahyel trifft, Sirianer trifft oder auch Antaria und andere Spezies trifft, die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus wie wir, sind von der genetischen Zusammensetzung ähnlich, haben aber mehr Bewusstsein, mehr aktive Genetik in sich, auch dadurch, dass sie außerhalb der Erde inkarniert sind und sich einfach mehr erinnern an ihre vergangenen, besser gesagt, parallelen Leben. Lemurien hat existiert, bevor der Planet Tiamat zerstört wurde und das Wasser von Tiamat auf die Erde gefallen ist. Die Erde selbst, die Menschen, sind interstellare Rassen ursprünglich, die hier gestrandet sind, die nicht in Laboren gezüchtet wurden. Anunnaki in dem Kontext ist eigentlich auch keine Spezies, sondern beschreibt nur, dass extraterrestrische Wesen, die nicht von dieser Erde sind, auf die Erde kommen. Es gab sehr viel Einmischung von verschiedenen extraterrestrischen Spezies auf der Erde, auch in der Co-Kreation mit Menschen. Wenn wir aber von Lemurien sprechen, sprechen wir von einer Zivilisation von lyrischen Wesen, die auf der Erde gelebt haben, bevor wir in der Frequenz nach unten getreten sind auf diesem Planeten. Parallel koexistiert mit anderen Spezies auf diesem Planeten, anderen extraterrestrischen Spezies wie Reptiloiden oder auch Wesen, die jetzt in Innererde sind. Die atlantische Spezies ist eine Hybridspezies aus Lyra und Reptilien, auch Kingu genannt, und die haben parallel existiert mit den lemurischen Leuten, die reine Lyrer sind. Die lemurischen Leute, die reinen Lyrer sind, waren mehr wie die Plejaden, wir uns das vorstellen können, und waren interstellar, heißt komplett auf die Erde, von der Erde weg und permanent im Kontakt und waren auf der Basis eine holistische Gesellschaft. Die atlantische Gesellschaft war auch interstellar und mit Extraterrestrischen in Kontakt, war aber in Hierarchie gebunden und in Königshäusern, da hier die reptiloide Dominanz etwas stärker war. Gefallen sind beide Zivilisationen und im Clinch waren beide Zivilisationen auch zu dem Zeitpunkt, wo sie existiert haben. Wo sich viele daran erinnern, diese lemurische Zeit ist die eigentliche Erde, die ursprüngliche Erde, wie wir sie kennen. Die lyrischen Leute sind schon, also die lyrische Spezies ist auch eine Abenteurerspezies, eine Spezies, die quer durch die Galaxie reist, die mit Zivilisationen sich verbindet, die Wissen austauscht und die mit anderen ko-kreiert auf einer friedlichen spirituellen Basis. Und diese Lyra-Leute waren auf der Erde und die Erde war ein freier Planet. Und wo wir uns alle daran erinnern, ist an unseren Ursprung, wie die Erde einmal war und wie wir einmal waren. Das ist die eine Ebene, die es gilt zu wissen und zu verstehen. Beide Zivilisationen sind gefallen durch die Flut und wurden zu mehr von dem Ursprung, sprich Kingo, und jetzt zu der Spezies, die wir sind. Das heißt, es ist auch eine Erinnerung an die goldene Zeit, bevor die Erde dreidimensional wurde. Wenn ich manchmal noch in Dimensionen spreche, für die, die jetzt neu sind, Dimensionen existieren für mich nicht in Hierarchie, aber ich nutze sie eher als Frequenzkoordinaten. Die Erde selbst ist fünfdimensional, die Menschen sind fünfdimensional, aber ihr Bewusstsein befindet sich auf einem niederen Spektrum, damit dreidimensional, was dafür sorgt, dass wir sehr dualistisch handeln und wir einfach an viele Dinge uns nicht erinnern konnten. Das ist kein natürlicher Zustand, sondern wird künstlich aufrechterhalten durch verschiedene Mechaniken, die ich jetzt hier nicht in dem Interview aufklären würde. Dafür lade ich euch ein, bei mir auf YouTube zu gucken und wenn ihr möchtet, ein bisschen in tiefere Ebenen über Kurse abzutauchen. Für den Moment genügt es zu wissen, dass Lemurien sozusagen eine Zivilisation war, die parallel existiert hat und gefallen ist mit der atlantischen Zivilisation. Es gibt aber auch noch etwas, und das vermischt sich hier mit den Informationen über Lemurien, und zwar eine
ein kosmisches Zeitalter, ein lemurisches Zeitalter. Und hier vermischt sich New Age mit der eigentlichen Geschichte der Menschen und der Erde. Nämlich das lemurische Zeitalter ist im Grunde eine Bewusstseinsebene, eine Dimensionsebene, und zwar die semiphysische. In dem Moment, wenn wir als physische Wesen in semiphysische Ebenen, heißt teilweise materielle Ebenen, uns bewegen, dann haben wir die ganzen Attribute, die teilweise in der spirituellen Szene oder New Age-Szene den lemurischen Wesen zugeschrieben wird. Heißt, die Fähigkeit, Bewusstsein in andere Wesen hineinzubringen, besonders Wale, Delfine, Wasserwesen, wenig Nahrung zu sich zu nehmen, sondern eher wirklich Nektar zu sich zu nehmen oder wirklich von Prana zu leben, von der reinen Energie zu leben und hier nicht verklinkt zu sein, verankert zu sein in der materiellen Welt, sondern die Fähigkeit noch zu haben, auch wieder in reines Bewusstsein zu gehen, ohne sich zu materialisieren. Es ist sozusagen ein Bewusstseinszustand, den wir alle kennen, an den wir uns alle erinnern. Und für mich ist das lokalisiert in der eher achtdimensionalen Ebene, um noch weiter in Dimensionen zu sprechen. Aber hier geht es um das Bewusstsein zu verkörpern, zu wissen, ich bin kein materielles Wesen, aber ich wähle es und ich wähle es und ich wähle es nicht und gehe wieder in die Nicht-Physis und permanent viel mehr in der Frequenz höher zu schwingen und hier Zugang zu haben zu all den Ideen und Konzepten, die die materielle Welt formen, die man annimmt und loslässt. Und die lemurische Epoche ist eigentlich etwas, was in uns als Seele existiert. Also es ist nicht in einer Vergangenheit, sondern es ist etwas, was in uns existiert als Erinnerung. Und wir kommen immer wieder dahin zurück, immer wieder in den nicht physischen Zustand, immer wieder in unser Seelenselbst zurück. Und damit wird es dann ein bisschen schwer zu verstehen, weil Linearität existiert nur, solange ich mich in der materiellen Welt befinde und empfinde. Aber ich bin nicht materiell, sondern ich habe nur die Erfahrung, materiell zu sein. Aber es definiert mich nicht und jedenfalls nicht, bis ich es glaube, dass es mich definiert. Und hier, hier existieren viele verschiedene Ebenen zur gleichen Zeit. Wir befinden uns in der lemurischen Epoche, aber jetzt nicht, weil wir uns in einem anderen Erfahrungsspektrum befinden. Und das ist meine Erklärung und ich lade die Leute ein, die es hören und dem Interview folgen, zu fühlen, ob das mit euch resoniert und ob das vielleicht eure Wahrheit ist, weil ich bin kein Freund davon, die ultimative Wahrheit zu teilen, weil dafür seid ihr viel zu weise und viel zu weit entwickelt als die Seelen, die ihr seid, als dass ich euch sagen muss, was eure Wahrheit ist, sondern ich lade euch ein zu fühlen, was eure Wahrheit ist, wo ihr fühlt, damit resoniere ich, das fühlt sich stimmig an und das, was für euch nicht stimmig ist, lade ich euch ein, nicht zu bekämpfen, sondern einfach loszulassen und zu sagen, okay, das ist eine Wahrheit, die nicht meine ist. Ich resoniere sehr mit Lemuria, sonst hätte ich wahrscheinlich auch diese Frage nicht gestellt. Und du hast es gut beantwortet. Also ganz kurz gesagt, wir haben wirklich die Transponder in unserer Seele und in unserer DNA, diese Transponder, die an Lemuria sich zurückerinnern, sozusagen an das Bewusstsein von Lemuria. Und es wäre doch wunderschön, Lemuria.0 hier auf diesem Planeten zu installieren mit anderen wunderbaren Möglichkeiten für uns, für ein besseres Leben, für eine bessere Welt, weil vieles ist sehr, sehr attraktiv. Ja, und Menschen erinnern sich auch an ihre Lichtsprache wieder. Auch das poppt gerade überall auf. Und du sprichst auch Lichtsprache. Ich spreche sie auch. Man kann sie nutzen. Ähm, Was möchtest du da den Menschen sagen bezüglich der Lichtsprache und dem eigenen Entdecken, der eigenen Rückerinnerung an die eigenste Lichtsprache und Verbindung? Ja, es gibt verschiedene Ebenen von Lichtsprache. Auf der einen Seite, wenn wir beginnen, unser Quantum zu klären und zu reinigen, heißt unser Energiefeld klarer und klarer wird und wir mehr und mehr zu einem Kanal werden von kosmischen Energien.
dann kann dieser Strom von kosmischer Energie in uns in der Tiefe eine körperliche Reaktion auslösen, dass es wie zu einem Überschwappen kommt von Energie, die sich ausdrücken möchte. Und bei den einen ist die Lichtsprache zum Beispiel über die Hände. Bei den anderen ist das über Töne, über Singen, über Worte, die vielleicht für den menschlichen Verstand keinen Sinn machen. Das ist die erste Ebene von Lichtsprache. Die nächsten Ebenen sind, wenn der Kanal klarer und klarer wird und man eine Anbindung bekommt in höhere Dimensionen und beginnt, diese Dimensionen zu wählen oder sogar gewisse Zivilisationen zu targetieren, heißt mit ihnen in Resonanz zu gehen, verschiedene Inkarnationen zu aktivieren in sich, dann kann aus einer Lichtsprache, das heißt einer Reaktion des Körpers auf den Fluss von erhöhter kosmischer Energie, auch tatsächlich ein Channeling-Prozess werden. Und dann entstehen die ersten Schritte von Verbal Channeling. Verbal Channeling ist in dem Moment, wenn das Ego aus dem menschlichen Bewusstsein heraustritt und Raum gibt, dass andere Wesenheiten aus den höheren Dimensionen durch einen hindurch sprechen. Und das ist das, wo ich sage, da wird die Lichtsprache zu extraterrestrischer Sprache, sprich die Sprache von verschiedenen Sternenvölkern. Und dann kommt es vor, dass wirklich gute, hervorragende Channel-Medien nicht nur Lichtsprache sprechen, sondern in der Lage sind, die extraterrestrischen Sprachen zu kanalisieren, wie sie in den verschiedenen Sternenzivilisationen gesprochen werden. Und würden sie vor der Sternenzivilisation stehen, würden diese verstehen, was die Person sagt. Und das ist dann das höhere Level, wenn dann eine Person in der Lage ist, sozusagen eine Fremdsprache zu sprechen, die nicht auf diesem Planeten ist. Das Problem ist nur, wie man das unterscheiden kann. Was wird gerade gesprochen? Lichtsprache oder extraterrestrische Sprache? Und das ist das Problem, dass das nicht zu unterscheiden ist von der Perspektive eines Menschen, der zum Beispiel eine Lichtsprachen-Session bekommt. Und hier ist es wichtig, immer zu fühlen, resoniert es. Weil es gibt Leute, die zum Beispiel glauben, sie sprechen eine positive Lichtsprache, kanalisieren aber zum Beispiel Orion-Energien und Orion-Wesen, die vielleicht für unser Bewusstsein erstmal sich höher anfühlt, weil wir in dem niederen Spektrum hier schwingen und alles, was ein bisschen höher schwingt, uns sich gut anfühlen lässt. Aber während dann die Personen zum Beispiel die Energien kanalisieren, kann es sein, dass hier Codes eingebettet sind von wirklich Manipulation, Negativität, Zerstörung und einfach nicht positiv. Aber es fühlt sich erstmal gut an. Aber eingewoben sind hier telepathische Informationen, die hochgradig manipulativ sind. Und hier sage ich, ist es so wichtig, dass man als Channel-Medium oder als jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, Lichtsprache und kosmische Energien zu kanalisieren, wirklich Gedankenhygiene, emotionale Hygiene und energetische Hygiene macht, um einfach nicht selbst zum Opfer zu werden für nicht ganz so positive Spezies, die jetzt höher schwingen als der Mensch selbst, aber absolut negative Absichten haben. Und man merkt den Effekt einer Lichtsprache, wie positiv oder negativ er war. Entweder wenn man sehr, sehr sensibel ist und sehr hoch schwingt schon in seinem Energiefeld, dass sich das Herzzentrum zusammenzieht oder man einfach das zumachen will und nicht hören will. Oder wenn man nicht ganz so sensibel ist, dass im Nachgang einem wirklich ganz komische Dinge passieren und man wie in einer Abwärtsspirale sich befindet. Nicht zu verwechseln mit einem Ausstiegssymptom. Wenn ich eine sehr hochfrequente, klare Lichtsprache empfangen habe, dann können tiefe Themen gelöst und geheilt werden, die an die Oberfläche kommen, aber dann gleichzeitig schneller rausgehen als jemals zuvor. Dass man ein bisschen emotionaler ist, aber nicht sich in einer Abwärtsspirale im klassischen Sinne befindet, wo man wirklich merkt, oh shit, das fühlt sich jetzt eher an, als würde ich nach unten gehen und nicht nach oben. Während ein Ascension-Symptom, man hat das Gefühl, nach oben zu gehen und man weiß, es ist alles gut. Bei einer negativen Lichtsprache, oder bei einem Kontakt mit einem negativen Channel, ist es so, dass man sich wie über Tage und Wochen erholen muss davon, um wieder in seinen Rhythmus zu kommen. Und davon beobachte ich leider immer
mehr. Und das ist erschreckend, auch besonders im deutschsprachigen Raum, was ich gesehen habe, was an Lichtsprache verkauft wird, aber absolut negativ, manipulativ ist. Und ich mir denke, wow, den Schaden möchte ich nicht aufheben. Aber hier hilft es wirklich, sich mit dem Herzen zu verbinden und das Herz zu öffnen, das Herzbewusstsein zu öffnen und von dort in den Kontakt zu gehen und zu fühlen, wie fühlt sich denn die Energie hinter der Person an? Und letzten Endes, Energie lügt nicht. Man fühlt, wo resoniert man. Man fühlt irgendwann die Agenda. Und das ist was Schönes, weil die Welt aufwacht, nicht nur dahingehend, dass die Menschen beginnen, ihre eigene Lichtsprache zu aktivieren, sondern die Welt wacht auf und erkennt Agenden, erkennt die Energie hinter dem, was jemand sagt. Und man fühlt, weil die Menschen kommen zurück in ihre Telepathie. Und Telepathie ist nicht nur Gedanken zu hören, sondern Telepathie ist telepathische Felder zu lesen. Und das ist ein wunderschöner Nebeneffekt, der kommt neben dem Aufwachen, dass die Menschen beginnen, Lichtsprache zu sprechen, sondern dass sie auch fühlen, woher kommt das? Und sich selbst lernen zu schützen oder vielleicht nicht mehr so schnell in, ich sag mal so, New Age-Fallen zu tappen.